am Anfang vom Vertriebsprozess anfängt, kommt der Kunde halt mit seiner Saugaufgabe, die er erfüllen will, und wir liefern ihm dann sozusagen die Idee, das Konzept dazu und im besten Fall auch die ganze Anlage, um seine Saugaufgabe erfüllen zu können. Ich bin Tobias Binke, bin seit 2020 bei ASP tätig, bin in der Forschung- und Entwicklungsabteilung und bearbeite dort die Sonderanlagen. Wir als Forschung- und Entwicklungsabteilung beschäftigen uns hauptsächlich mit der Weiterentwicklung von Produkten, mit der Neuentwicklung von Produkten. Auch die Bearbeitung der Sonderanlagen und der stationären Anlagen läuft über unsere Abteilung. Und um für das gesamte Unternehmen rund um das Produkt Saugbare eine gute Datenbasis herzustellen, führen wir noch diverse Tests durch, um auch für uns und für unsere Kunden ein optimales Produkt bieten zu können. Um die Anlage einmal näher zu beschreiben, wir haben ja die verschiedenen Module, Ventilatormodul, die Filtermodul, Materialmodul und Lenkschlauchträgermodul. Das Ventilatormodul enthält unter anderem halt den Ventilator, um unsere Hauptaufgabe, den Saugstrom zu erzeugen, erfüllen zu können. Bei den Filtermodulen haben wir aktuell zwei Varianten im Programm. Einmal ein 10-Fuß-Filtermodul im 10-Fuß-Containerformat und einmal ein 5-Fuß-Modul. Beim 5-Fuß-Modul gibt es eine seitliche Ausforderung, in der man Big Packs befüllen kann. Beim 10-Fuß-Modul ist es aktuell so, dass wir Klappen öffnen und dann unterhalb vom Modul den Filterstaub entleeren. Optional gibt es noch die Möglichkeit, einen Kompressor zu verbauen, der vergleichbar ist zu dem, was im normalen Saugbagger funktioniert. Und wir können noch eine Hochdruckanlage mit 400 Liter Wasser verbauen. Das deutlich komplexere Modul ist das sogenannte Schwellenwechselmodul. Dort ist ein Förderband integriert, um das Saugmaterial zurückzufördern. Beim Gelenkschlauchträgermodul gibt es exakt eine Variante. Dort ist der Gelenkschlauchträger vom ESE8 verbaut. Besondere Herausforderung ist natürlich, dass wir hier vom normalen Saugbagger abweichen. Es gab bereits schon vorher stationäre Sonderanlagen, die wir gebaut haben uns gewisses Konzept der Modularität überlegt, sind dann auch schnell auf die einzelnen Containerlösungen gekommen. Dann gab es ein Lastenheft, wie es im Ingenieurbereich so typisch ist, und haben dann nach Bestätigung des Lastenhefts das Funktionsmuster gebaut, haben eine intensive Erprobungsphase gemacht, um mal das Konzept zu erproben und auch um erste Kundenmeinungen einzuholen. Und jetzt haben wir die erste Anlage auch dem Kunden übergeben.